meinem heutigen Video zeige ich dir das Amazonas-Museum in Manaus. Das Museo da Amazônia, kurz MUSA, ist eines der schönsten Sehenswürdigkeiten in der brasilianischen Stadt Manaus. Hier kannst du in die Schönheit des amazonischen Regenwaldes eintauchen und dieses einmalige Flair genießen. Natürlich durfte ein Besuch des Museo da Amazônia bei meinem Aufenthalt in Manaus nicht fehlen. Auch wenn dabei nicht alles nach Plan lief, habe ich den Besuch sehr genossen. Das Museo da Amazônia liegt weit außerhalb in Manaus, weshalb ich dir empfehlen kann, ein Uber zu rufen und damit hinzufahren. Uber funktioniert in Manaus wirklich gut. Da das MUSA ziemlich weit außerhalb liegt, ist der Transport allerdings ziemlich teuer. Ich habe umgerechnet ca. 20 € für die Hin- und Rückfahrt bezahlt. Alternativ verlinke ich dir eine Tour, die du hierfür buchen kannst. Diese findest du in der Beschreibung. Als ich das Museum in 2019 besucht habe, hat der Eintritt 30 Reais gekostet. Das sind ca. 5 €, wenn du selbst das Museum erkunden möchtest. Du kannst aber auch eine geführte Tour buchen. Die geführte Tour musst du allerdings vorab per Mail anfragen und sie kostet 50 Reais, ca. 8,15 € damals. Was lief nun bei meinem Besuch des Amazonas-Museum in Manaus schief? Mein Vermieter der Unterkunft hat mir am Morgen mitgeteilt, dass am nächsten Tag ein Feiertag in Brasilien sei. Aus diesem Grund habe ich meinen Besuch des Amazonas-Museums um einen Tag vorgezogen, da ich dachte, dass es aufgrund des Feiertags ziemlich überfüllt sein würde. Ich habe mir also spontan ein Uber gerufen und bin die weite Strecke raus zum Museum gefahren. Dummerweise habe ich die Öffnungszeiten vorher nicht gecheckt und vor Ort festgestellt, dass ich vor verschlossenen Türen stehe. Dennoch hatte ich Glück im Unglück, denn ein Mitarbeiter des Museums war gerade am Eingang unterwegs. Ich fragte in meinem schlechten Portugiesisch, wo sich denn der Eingang befände, da alles so verschlossen aussah, und der freundliche Mitarbeiter teilte mir mit, dass Ruhetag sei. Kurz darauf meinte er aber, dass er nochmal nachfragen könnte, ob ich trotzdem rein dürfe. Ein paar Minuten später kam er zurück und hatte die freudige Nachricht, dass ich dennoch rein darf und mitkommen soll, um den Eintritt bei seiner Kollegin zu bezahlen. So etwas würde in Deutschland wohl nicht passieren. Ich war wirklich glücklich, dass ich dennoch rein darf und noch dazu den riesigen Park für mich alleine habe und nur ein paar Mitarbeiter um mich herum am Arbeiten sind. Der Nachteil war natürlich, dass so keine Führung möglich war. Dies hätte ich gerne gemacht, um mehr über den Amazonas-Regenwald zu erfahren. Was macht das Museo da Amazônia so besonders? Hier kannst du in den Amazonas-Regenwald eintauchen. Verschiedene Wege führen durch die große Parkanlage und es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Die vielen unterschiedlichen Palmen und Pflanzen sind unglaublich vielfältig und viele davon wachsen bei uns natürlich nicht. Es ist so unbeschreiblich grün und man hört die Geräusche des Regenwaldes. Ein Highlight des Parks war natürlich der Aussichtsturm. Von hier oben überblickt man eine unendliche Fläche an Regenwald. Das war unglaublich schön, besonders da ich den Aussichtsturm ganz für mich alleine hatte. Es war wirklich unbeschreiblich, alleine hier oben zu stehen und die unendliche Weite des amazonischen Regenwaldes zu überblicken. Wenn dir mein Video gefallen hat, gibt es viele Möglichkeiten, mir das zu zeigen. Gib mir einen Daumen nach oben, hinterlasse mir einen Kommentar, teile das Video mit deinen Freunden und ganz wichtig, abonniere meinen Kanal. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!